Digitalpianos für Einsteiger. Wir gucken uns das PXS 1100 aus Casios Privia-Reihe an. Das ist nicht so ganz neu. Also wir hatten eigentlich den Vorgänger schon mal da und der sah auch genauso aus, hatte nur eine andere Farbe. Ja, du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Gibt es in Weiß, in Schwarz und auch in Rot und ist auch toll designt. Sieht Hammer aus. Beim Auspacken muss man sagen, sofort ein absoluter Hingucker in Rot. Also sieht mega gut aus. Ja, ist wirklich schick. Und jetzt ziehe ich mal hier hinten das kleine Gerät ab. Dieses kleine Ding ändert alles. Ein kleiner Bluetooth-Stecker. Bluetooth USB, das steckt man hinten auf die USB-to-Device-Buchse. Und dann kann man es nämlich mit der Cordana-App verbinden. Cordana Play for Piano, die habe ich hier auf dem iPad schon gespeichert. Die kann man umsonst runterladen. Da kann man dann das Bluetooth-Device einfach anwählen. Das verbindet, hallo, kleine Melodie und dann dauert es noch einen kleinen Moment. Yes, hat er gefunden und dann können wir auch schon loslegen. Dann kann man hier auf Piano Remote Controller gehen und dann zieht er sich alle Sounddaten und wir können dann die Sounds anwählen über das iPad. Sehr, sehr komfortabel und ich denke, wir hören uns mal die Sounds am besten an. Dann haben wir jetzt das Grand Piano Concert. Ist eigentlich so der Standard-Sound, würde ich sagen. Klingt auch gut. Das ist der Sound, den man auch beim Einschalten gleich vorfindet. Kann man irgendwie alles damit spielen. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Kennen wir ja auch so schon. Ich weiß nicht, ob der Casio da noch viel dran verändert hat, aber finde ich, klingt gut und lässt sich auch schön spielen. Also Piano-Sound ist gut. Also okay. Kann man nichts Negatives das sagen. Spielgefühl? Spielgefühl ist irgendwie auch also leichtgängig, leichtfüßig, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Also ist immer schwierig, eine Tastatur natürlich zu beurteilen. Ne? Leichtfüßig klingt irgendwie gut, aber das ist ein gutes Stichwort. Leichtfüßig, da haben wir das Pedal. Also das ist vielleicht auch, ich hole das mal hervor, vielleicht auch sehr leichtfüßig und nicht so wirklich schön. Ja. Das ist so ein kleiner Taster, der liegt dem Instrument bei. Das ist für das Sustain, das Haltepedal. Funktioniert irgendwie, aber es ist nicht wirklich schön. Besser ist, wenn man da ein richtiges Pedal anschließt. Das gibt es optional, das haben wir auch jetzt hier. Vielleicht kannst du das mal in die Kamera halten. So, wir haben das Dreierpedal hier, auf dem ich jetzt auch gespielt hatte. Und haben wir die 3 Pedale hat ein gutes Gewicht, also rutscht auch nicht leicht weg. Ist hier unten noch so ein bisschen mit Anti-Rutschmatten befestigt. Kostet, glaube ich, so 50, 60 Euro sowas in dem Dreh, die muss man dann noch mal investieren. Würde ich auch empfehlen, weil diese Fußtaster, die sind wirklich nicht wirklich toll. Tja, stimme ich dir zu. So macht es eigentlich Freude, mit dem Dreierpedal zu spielen. Leichtfüßig, ja, die Tastatur. Meine ich, dass sie wirklich sehr leicht von der Hand geht. Sie lädt ein zum Spielen und das finde ich immer toll. Also es ist nicht so, dass man gehemmt ist oder irgendwie der Widerstand irgendwie zu klein oder zu groß ist, sondern ich muss sagen, ich komme da super mit zurecht und ich denke auch für den Preis ist das mehr als in Ordnung. Ja gut, du als Klavierlehrer könntest dann auch bestimmt mal die Expertise geben. Ist das für den Klavierunterricht geeignet, wenn man als Anfänger, Einsteiger loslegen will? Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Man hat hier natürlich konzeptbedingt ein paar Einschränkungen, gerade im Bedienfeld. Damit muss man sich als Einsteiger vielleicht auch in der Keyboard- und Digital-Piano-Welt ein bisschen zurechtfinden. Aber dafür hat man ja jetzt auch die App, die wir sicherlich uns auch nochmal anschauen werden. Weil hier, man sieht es vielleicht, es ist nicht sehr intuitiv, sage ich mal. Man hat zwar ein paar Knöpfe, aber auch hier ist es schon ziemlich schwer zu erkennen, wo die Lautstärke überhaupt eingestellt ist. Es gibt hier nur einen ganz kleinen, eine kleine Einkerbung, wo man sieht, wo die Lautstärke ist. Ich habe das vorhin überhaupt gar nicht gesehen auf den ersten Blick. Aber dafür gibt es ja mittlerweile das Konzept mit der App. Okay. Es ist reduced to the max, ne? Würde ich sagen. Der kleine Strich, der hätte dann auch noch gepasst, dass man das auch gut erkennen kann. Ansonsten finde ich das wirklich sehr, sehr schön schick.
Sieht mega gut tatsächlich. aus, auf jeden Wirklich, Fall. Ja. dieser Hochglanzeffekt durch das Plexiglas hier oben drauf, das ist schon echt klasse. Ja. Die App, das ist eigentlich das Gute, die funktioniert auf dem Smartphone genauso und die ist dann auch erhältlich für Android- und iOS-Geräte. Also das ist dann viel, viel komfortabler, weil wir haben hier diese ganze Soundliste drin. Da sind ja auch dann irgendwie 18 Sounds sogar oder ja 17 Sounds, Wahnsinn. Mit E-Pianos, Digital Electric Piano, Harpsichord sogar, Vibraphon, Strings, Pipe Organ, Wahnsinn. Die volle Auswahl. Ist das wichtig für den Klavierunterricht, also zum Eigentlich Klavierlernen? Aber schön, nice to have. Nette Spielerei und es ist natürlich auch cool, wenn man ein mobiles Gerät hat, wo man dann irgendwie über das iPad oder über das Handy die Sounds steuern kann. Aber es ist eher so, ich sage jetzt mal ein Gimmick, was dabei ist. Aber dieser Bluetooth-Adapter ist natürlich etwas, was ich bisher noch nicht bei einem Keyboard gesehen habe als Zugabe. Ja. Also finde ich cool. Ja, auf jeden Fall eine feine Sache. In dieser Preisklasse ist ja dann auch Bluetooth schon mal fast Standard geworden. Ja. Das ist also auf jeden Fall gut, das zu haben. Es ist auch sehr, sehr praktisch, das mit Kabeln zu verbinden, mit einem Computer oder mit einem Tablet zu verbinden. Das geht natürlich auch über eine USB-Verbindung. Das ist zusätzlich nochmal gegeben, da ist noch eine andere USB-Buchse dran. Und das kann man dann auch über das Camera Connection Kit, das bräuchte ich dann hier, um das an das iPad anzuschließen. Also man sieht, da ist schon wieder mehr Aufwand erforderlich. Ein Camera Connection Kit, das kostet ja schon fast so viel wie dieser kleine Bluetooth-Stecker. Ja, das ist richtig, ja. Und diese Cordana-App, die hat dann auch noch andere Funktionen, ein MIDI-Recorder, Metronom, alles das kann man bedienen. Natürlich hat man hier auch den Metronom-Button, also gut. Dann gibt es aber noch Lernfunktionen und Songs, die man abspielen kann, Notation, das ist eigentlich eine schöne Sache. Klingt gut. Kannst mir, wenn du willst, gerne noch mal einen anderen Sound aufs Keyboard geben. Was darf es denn sein? Ja, vielleicht immer ein E-Piano, das wir mal ausprobieren, wie die klingen und ob das auch funktioniert. Avec plaisir. Ich würde jetzt sagen, das ist so standardmäßig okay. Ja, das ist okay. Electric Piano. Ach so, okay. Sogar Wurlitzer und Rhodes, wunderbar. Also ich würde sagen, das ist so die normale Soundbeigabe, die so dabei ist an E-Pianos und zusätzlichen Strings und sowas. Aber ich glaube, man kann ja auch, habe ich gerade gesehen, man kann layern. Und splitten. Und splitten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich cool, ja. Man kann da auch die Sounds wechseln, ohne dass jetzt irgendwelche Noten hängen bleiben oder was abgeschnitten wird. Wow, gar nicht schlecht. Klingt ganz nett, ja, das Flügel stimmt. mit E-Piano zusammen. Schön. Also ich muss sagen, das macht natürlich dann mehr Spaß, mit der App das zu machen, als jetzt hier Auf irgendwelche jeden Fall. Layers oder sonst was einzustellen. Also es ist schon was, es ist nicht nur Spielerei, sondern man kann da schon auch Sachen machen, die man vielleicht normalerweise gar nicht hier finden würde an diesen wenigen Tasten. Ja, also von wegen Spaßfaktor gibt es dann auch noch mal in gut. Ja, so, auf jeden wenn Fall. man sowas hat. Aber wie gesagt, es geht auch auf einem kleinen Smartphone, wenn man das will. Cool. Schön, ja. Zusammenfassung wäre cooles kleines E-Piano zum angemessenen Preis, würde ich sagen. Also man bekommt ja da auch diese Ivory Touch Tastatur, eine Hammermechanik, die sich ausgewogen spielt. Gute Tastatur, das sieht Hammer aus, das Gerät. Das Rot gefällt mir richtig gut. Auch hier, wie du schon gesagt hast, diese Oberfläche mit dem Plexiglas, super. Und noch eine Kleinigkeit, die wichtig ist. Hier haben wir auch zwei Buchsen Für Kopfhörer. Für Kopfhörer, zwei verschiedene Buchsen. Und also es macht einen guten Eindruck, alles dabei. Und mit dem Bluetooth-Adapter auch irgendwie ein... Und hey,
Cooles Feature auf jeden Fall, ja. Das ist eine schöne Erweiterung. Die kostet eigentlich auch Geld. Das gibt es eigentlich als optionalen Zubehör zu kaufen. Ich glaube sogar für 70 Euro. Insofern ist der Preis, also mit Blick auf den Preis ist das nochmal ganz interessant. Und ja, also ich würde ja gerne noch ein bisschen hören. Spielen wir noch Spielst ein du noch bisschen ein was? Ja, gerne. Das klingt auch richtig schön ausgewogen. Ja, ist schön, ja.